Hallo liebe Concorde-Freunde, heute sprechen wir nochmal über das Thema Gas. In unserem letzten Video zum Thema Gas habe ich den Hinweis gegeben, dass man noch über das Gas-Mischungsverhältnis beim Tanken sprechen muss. Das machen wir jetzt heute. Dazu mein Kollege Markus Engelhardt. Ja, die Sabine Baumgartner hat euch ja gezeigt, wie die Gasanlage bei uns im Concorde funktioniert. Und angeregt durch eine Diskussion, die wir im Internet hatten, welches Gas sollen wir denn im Winter tanken, gab es dort mehrere Meinungen und ich wollte mal versuchen, diese durchaus differenzierten Meinungen mal zusammenzufassen. Grundsätzlich ist es so, dass es zwei Gastypen gibt. Das ist einmal das Propangas und einmal das Butangas, die immer in einem Mischungsverhältnis zusammenkommen, weil das also dieses Gas ein Kohlenwasserstoffgemisch ist und bei der Destillation von Rohöl gewonnen wird. Ja, das Gas können wir kaufen und es gibt dort verschiedene Normen, in denen wir das erwerben können. Und das ist einmal das Heizgas, das es auch in den Flaschen gibt. Das besteht aus 95% Propan und 5% Butan. Und das Autogas, dort gibt es eine Sommer- und Wintermischung, die einmal aus 70% Butan und 30% Propan besteht oder im Winter eben umgekehrt 60% Propan und 40% Butan. Warum ist da eine Sommer- und Winter unterschiedliche Mischung drin? Grundsätzlich ist es so, dass der Heizwert von Propangas bei ungefähr 7 Kilowattstunden pro Liter liegt und beim Butan bei knapp 8 Kilowattstunden pro Liter. Und deswegen wird eher vermehrt im Autogas oder auch beim Heizgas Butan verwendet, weil man eben da pro Liter weiter mitkommt oder länger mit heizen kann. Jetzt gibt es die unterschiedlichen Siedepunkte von diesem Gas. Die Angst, die man hat im Winter, ist, dass man ja, wenn man reines Butan hat, dass dort der Siedepunkt bei 0 Grad liegt. Das heißt, das Gas würde unter 0 Grad nicht mehr verdampfen. Man könnte es also aus der Flasche oder aus dem Gastank nicht mehr entnehmen. Das Propan jedoch hat einen Siedepunkt von minus 42 Grad und wäre deshalb bis eben minus 42 Grad in der Lage, selbsttätig zu verdampfen, ohne dass man Fremdenergie zuführt. Und aus dem Grund würde man es normalerweise bevorzugen, mehr Propan im Heizgas im Winter zu haben als Butan. Jetzt geht glücklicherweise, weil es eben alles Kohlenwasserstoffverbindungen sind, diese beiden Gassorten ein homogenes Gemisch ein. Und der tatsächliche Siedepunkt ist eben abhängig vom tatsächlichen Mischungsverhältnis, was sich im Gas befindet. Bei einer Autogasmischung im Winter müsste das so bei ungefähr minus 25 Grad liegen. Deswegen ist es so, dass die meisten Wintercamper, wenn sie jetzt nicht in extreme Gebiete fahren, auch durchaus Autogas tanken könnten. Erst wenn man tatsächlich die Gefahr hat, dass man deutlich Nächte über minus 20 Grad hat, würde ich empfehlen, dass man dort auch reines 95,5 Heizgas tankt. Die größeren Probleme, die im Winter bestehen oder die überhaupt mit der Betankung bei Autogas bestehen, sind hauptsächlich Verunreinigungen und Verschmutzungen, die in die Anlage eingebracht werden, die dann dazu führen, dass der Regler nicht mehr sauber arbeitet und deswegen die Anlage verrußt. Dazu gibt es auch die Meinung, dass eben dieses Butangas etwas stärker zur Rußbildung neigen würde als das Propangas. Wenn man das in der Fachliteratur sich einmal anschaut, ist dieser Punkt eigentlich eher zu vernachlässigen, sonst würden auch die gesamten Anlagen in Italien oder Spanien nicht funktionieren, die ja hauptsächlich mit Butan arbeiten. Das Propangas hat 3 Kohlenstoffatome und das Butangas 4, sodass man da sieht, dass der Unterschied dort relativ gering ist. Der zum Rußen bekannte Diesel hat ungefähr 20 Kohlenstoffatome, die dann dort eben rußen, und Phenolwachse, wie beim Kerzenwachs, die man ja auch kennt als deutlich rußende Flamme, haben um die 60, sodass man daran erkennen kann, dass dieser Effekt praktisch bei zwischen 3 oder 4 Kohlenstoffatomen bei dem Rußfaktor nahezu zu vernachlässigen sind. Diese Verunreinigungen sind es, die praktisch rausgefiltert werden müssen, und deswegen hat jeder Concorde zum Betanken erstmal einen groben Partikelfilter, der also die Fremdpartikel, die die Anlage beschädigen können, beim Betanken schon rausfiltert, die also beim Betanken des Gastanks der Tankstelle entstehen können, wenn man dort unsauber vorgeht, oder die aber auch beim Betanken und als Verunreinigung sich in der Zapfpistole befinden können, die dann in den Gastank mit eingehen können. Dieser wird bei der Betankung praktisch, wie die Sabine gezeigt hat, in den Einfüllstutzen eingeschraubt, und über diesen Grobfilter werden also alle Partikel aus der Anlage herausgefiltert, die dann später die Anlage beschädigen könnten. Zum Thema Rußen ist es so, dass für uns hinter dem Gastank und dem Ventil ein sogenannter Ölabscheider gesetzt wurde, der
eben verhindert, dass die im Öl eingetragenen Phenolöle, die eben diese Rußung hervorrufen, herausgefiltert werden. Und hier ist es eben so, dass über diesen Filter die Öle, die entstehen, hier unten gesammelt werden und die könnte man dann, sage ich mal, entleeren oder den Filter entsprechend dann austauschen, sodass also ein zweifacher Schutz im Fahrzeug besteht, diese Öle und die Verunreinigung nicht in das System einzutragen. Aus diesem Grund ist es also vollkommen unbedenklich, auch ein Autogas nach DIN zu tanken. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.